dann steigen wir direkt ein in unsere heutige Präsentation. Es geht um das Thema Kommunikation. Eine kurze Einleitung noch, was ist eigentlich Kommunikation? Was verstehen wir darunter? Wir haben hier unten, ich hoffe, man kann meine Maus sehen, unten links die Information. Das ist einmal, das sind einfach nur Daten, das ist eine Information, so wie morgen findet eine Besprechung statt. Ist eine reine Information ohne Wertung. Genau, erst dadurch, dass wir Informationen in einen Kontext packen oder Erfahrungen hinzufügen. Das heißt, nicht nur das Backrezept lesen, sondern tatsächlich versuchen, die Torte zu backen, entsteht Wissen, weil wir unsere Erfahrungen hinzufügen. Und je öfter wir Dinge wiederholen, umso mehr Wissen und umso mehr Erfahrung erlangen wir. Und das Wissen ist dann durchaus subjektiv, während die Informationen eigentlich nur objektiv sind. Und sowohl Informationen als auch Wissen sind Teil von Kommunikation, fließen hier oben ein. Und Kommunikation ist der Austausch oder die Übermittlung von Informationen oder auch von Wissen. Und hinzu kommt aber die Interaktion. Was meine ich mit Interaktion? Interaktion ist Mimik, Gestik, Körpersprache. Und es macht ja zum Beispiel einen Unterschied, ob Sie irgendwo lesen, nächste Woche findet Besprechung XY statt und sie soll eine Stunde dauern. Oder ob wir das im persönlichen Gespräch sagen und ich sage, die Besprechung soll eine Stunde dauern. So mit einem Augenzwinkern. Ne? Dann habe ich diese Information interpretiert und es kommt eine ganz andere Message rüber, als wenn man das einfach nur irgendwo liest auf einem Papier oder in einer E-Mail. Das nur einmal kurz zum Einstieg, worüber wir hier heute sprechen. Wir sprechen also über Information und über Wissen, die im Rahmen von Kommunikation in beide Richtungen, also bidirektional vermittelt werden. Gute Kommunikation ist klar und strukturiert, also nicht wahllos, sondern folgt einem gewissen roten Faden. Sie ist zielgerichtet und effizient. Das heißt, es gibt ein Ziel, ein Thema, was vermittelt werden soll. Sie ist zielgruppenorientiert, das heißt, ich erzähle den Sachbearbeitenden Dinge, die sie interessieren, die relevant für sie sind und nicht irgendwas, was ich gestern Abend zu Hause mit meiner Ehefrau besprochen habe. Gute Kommunikation sollte konsistent sein, das heißt, sie sollte sich nicht widersprechen und die Transparenz ist auch noch ein ganz wichtiger Faktor. Darauf werden wir heute immer wieder zurückkommen, dass Transparenz ein Schlüsselaspekt von guter Kommunikation ist. Hier noch einmal ganz kurz, welche Kommunikationskanäle haben wir so im Alltag? Ja, die digitalen sind, glaube ich, alle klar. Analog nach wie vor und geschlagenes persönliche Gespräch. Wir haben Umläufe, das sind zum einen Zeitschriftenumläufe, zum anderen aber auch einfach Vorgänge. Also wenn irgendwelche Rundschreiben von der Zentralabteilung in Umlauf gegeben werden oder auch kleine Workflows, die an seinen Lieblingsumlaufmappen dann von einer Hand zur anderen wandern. Es gibt nach wie vor Aushänge. Ich kenne das so, dass es sogar Regularien gibt, dass gewisse Dinge ausgehängt werden müssen, um allen die Möglichkeit zu geben, diese Information zu erhalten. Ich glaube, diese Regelung stammt noch aus dem Vorcomputerzeitalter, aber es ist, wie es ist. Genau, und Briefpost und Post-its und der gute alte Flurfunk. Dann möchte ich nochmal auf das Thema synchrone und asynchrone Kommunikation eingehen. Falls es hier schon Fragen gibt, Christopher, du bremst mich aus, ne? Ansonsten zur Erklärung, synchrone Kommunikation, das ist das, was wir als Echtzeitkommunikation kennen. Das heißt, zwei Personen stehen sich gegenüber oder auch eine Gruppe und kommunizieren und interagieren miteinander. Es können Dinge besprochen, abgestimmt werden. Man kann sofort Feedback auf das gesprochene Wort erhalten und das kann man zum Beispiel auch in Videokonferenzen machen. Also es geht sowohl digital als auch analog. Während bei asynchroner Kommunikation, das besonders auch für hybride Teams, also mit Menschen zu Hause im Homeoffice oder sogar in einer anderen Zeitzone, ist das auch sehr relevant, ein wichtiger Aspekt ist. Das heißt, ich schicke eine E-Mail und ich weiß nicht, wann mein Gegenüber diese E-Mail liest, also der Adressat, ob das sofort gelesen wird oder vielleicht erst in 3 Stunden.
Es bringt Vor- und Nachteile mit sich. Hier kann man nicht zeitgleich interagieren. Das heißt, wenn ich eine Rückmeldung haben will, ist asynchrone Kommunikation schwierig, weil es halt zeitverzögert ist. Dafür kann ich aber auf Arbeitszeiten und Bedürfnisse anderer Rücksicht nehmen und sie ist besonders geeignet für Informationen und für Wissensvermittlung, die eben keine sofortige Rückmeldung und kein sofortiges Feedback benötigt. Wenn ich einfach nur berichte, wann die nächste Besprechung stattfindet, dann muss das nicht synchron erfolgen. Dann reicht das, wenn ich das per E-Mail schicke, zum Beispiel. Das einmal zur Unterscheidung von synchroner und asynchroner Kommunikation ist sehr wichtig für das, was wir hier heute besprechen wollen. Silke, ich klinge mich ganz kurz ein, weil schon die Rückfrage kam. Ja. Auch von diesem Webinar wird es eine Aufzeichnung geben, die unter dem Link stackfield.com/de/Webinare aufrufbar sein wird, weil diese Frage öfters kam, direkt zu Beginn. Und ansonsten jetzt direkt weiter. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie bleiben uns trotzdem treu, auch wenn es eine Aufzeichnung geben wird. Wir steigen ein in unser erstes Thema Kommunikation in und zwischen Teams. Dafür habe ich hier mal wieder unser Landesamt herangezogen. Diejenigen, die schon Webinare gesehen haben, werden das kennen. Wir haben hier unser imaginäres Landesamt. Links für Stackfield Neulinge ist die Seitenleiste mit den verschiedenen Raumgruppen. Ich habe hier mal 6 verschiedene Raumgruppen angelegt, die jeweils unterschiedlich viele Räume unter sich vereinen. Und wir arbeiten hier heute in einem Referat, in einer Organisationseinheit, und zwar im Referat 13 Grünpflege. Ist einigermaßen selbsterklärend, was das Thema ist. Die Beispiele sind jetzt nur so, wie soll ich sagen, ganz grob am Verwaltungsalltag ausgerichtet. Also falls hier Grünpflegeexperten mit unter den Zuschauenden sind, sehen Sie es mir nach. Zum Thema Kommunikation steigen wir mal direkt ein mit der guten alten Dienstbesprechung. Ich kenne das so, dass Dienstbesprechungen einmal wöchentlich stattfinden und ein nicht unwesentlicher Anteil der Zeit darauf verwendet wird, dass die Leitungsperson Informationen weitergibt, die sie wiederum auch von der nächsthöheren Leitungsebene in der vorher stattgefundenen Besprechung erhalten hat. Also es geht halt so kaskadenmäßig runter, die Informationsweitergabe. Und ja, je nachdem, wie lange das dann dauert, sitzt man dann da und denkt so, okay, die Zeit hätte ich auch sinnvoller nutzen können. Und genau dafür habe ich hier einen Vorschlag erarbeitet. Und zwar kann man das in Stackfield wunderbar abbilden, indem man, es gibt ja meistens eine Agenda oder eine Tagesordnung für alle Besprechungsrunden. Und die werden ja meistens auch großflächig verteilt. Insofern kann sich jeder raussuchen, was besprochen wurde. Und dann habe ich hier ein Dokument angelegt, das heißt Notizen, Leitungsrunden. Und dort könnte zum Beispiel die Person, die an den Leitungsrunden teilnimmt, muss ja nicht immer die Leitungsperson sein, Notizen machen zu den Tagesordnungspunkten, was besprochen wurde, welche Aufträge erteilt wurden. Man kann die Tabelle natürlich beliebig ergänzen und legt dieses Dokument einfach ab in einem Ordner, der heißt jetzt hier, ich gehe nochmal kurz zurück, den habe ich genannt, Tagesordnung und Protokollleitungsrunden. Das ist natürlich höchst individualisierbar. Aber wenn man diesen Aspekt, dass es um die reine Informationsweitergabe geht, wo quasi Informationen von oben nach unten durchrieseln, kann man auch sehr gut über asynchrone Kommunikation lösen. Dafür muss man nicht alle zusammentrommeln von der Arbeit abhalten sozusagen und sich in Runden zusammensetzen, um zuzuhören, was in den höheren Runden besprochen wurde. So, das ist das eine. Diese Dateien haben eine Versionierung. Das heißt, wenn ich öffne sie nochmal, sage ich hier lokal bearbeiten. Man kann sie auch runterladen. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel das heutige Datum hinzufüge, das haben wir heute den 25. und sage hier, ich
tippe jetzt mal irgendwas ein. Kann man das sehen? Nee, kann man nicht. Oh. Ja, darf ich kurz einhaken, Silke, nachdem du gerade lokal bearbeiten ausgewählt hast zur Erläuterung, wird das Ja, Dokument heruntergeladen, automatisch im richtigen Programm geöffnet, in diesem Fall wahrscheinlich Word. Ich gehe mal davon aus, du bearbeitest gerade das Word-Dokument und sobald du genau. jetzt und jetzt übergebe ich wieder an dich. Ja, okay, dieser Vorführeffekt, der war mir nicht klar. Auf jeden Fall, was ich zeigen wollte, war die Versionierung, dass wenn dieses Dokument bearbeitet wird, egal ob lokal oder runtergeladen, wird halt eine neue Version erzeugt und die erscheint dann hier oben links als Version 2 und so kann man auch immer wieder nachschauen, wie die Vorgängerversionen waren, wobei sich die Tabelle ja ohnehin fortschreibt. Insofern ist das in diesem Fall nicht ganz so relevant. Aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man Kommunikation effizienter gestalten kann, indem man halt solche Sachen wie reine Informationsweitergabe digital vornimmt und hier vorhält. Eine andere Möglichkeit oder was ansonsten halt auch noch in Dienstbesprechungen stattfindet, ist ja der Austausch über aktuelle Bearbeitungsstände. Ne? Darf ich noch mal ganz kurz einhaken? Bei den Dateien, nachdem du gerade das lokale Bearbeiten durchgeführt hast, vielleicht noch als Hinweis, damit die gespeicherte Version wieder hochgeladen wird, muss man auf Stackfield einmal auf Wieder hochladen klicken. Das ist eine Schaltfläche neben dem Herunterladen. Ansonsten wird die neue Word-Variante nur auf dem lokalen Rechner gespeichert und sobald Sie dann quasi auf Hochladen klicken bei Stackfield im Dokument, wird automatisch die neue Version ergänzt und dadurch haben Sie dann die Versionshistorie. Also das ist wichtig, dass der Schritt auch durchgeführt wird, sonst liegt das Ganze nur lokal auf dem Rechner. Danke. Okay. Genau. Die zweite Hälfte der Dienstbesprechung, die ich so erlebt habe, war halt der Austausch über, wie läuft es gerade bei dir, an welchen Aufgaben bist du dran, brauchst du Hilfe, so halt der Austausch über Sachstände. Und das kann man auch wunderbar unterstützen, so habe ich es tatsächlich auch kennengelernt, in der Verwaltung über so ein Kanban-Board, kann man sehen. Dieses Kanban-Board nach dem Prinzip, wir arbeiten uns von links nach rechts, ist halt so aufgebaut, dass die Aufgaben dort hinterlegt sind. Und hier haben wir ganz viele verschiedene Kommunikationsmöglichkeiten. Ich habe jetzt mal so eine Beispielaufgabe geöffnet. Die hat den Titel und hier ist das Beschreibungsfeld. Das ist der erste Ort, wo man Informationen oder ja, Wissen auch hinterlegen kann. Dann gibt es hier ganz unten die Kommentarfunktion. Dort kann ich die Aufgabe als Ganzes kommentieren. Und die Aufgabe ist ja für alle freigegeben, die in dem Raum sind, es sei denn, es sind Externe mit eingeschränkten Rechten. So, da gehen wir jetzt heute nicht gesondert drauf ein, aber die Möglichkeit gibt es auch. So, das ist halt das zweite Feld. Hier hat mein Kollege Dieter zum Beispiel schon kommentiert, beziehungsweise ich habe hier diese gesamte Aufgabe kommentiert. Und wenn Sie Checklisten einfügen in eine Aufgabe, gibt es hier auch noch die Möglichkeit, in Unteraufgaben zu kommunizieren. Das heißt, man kann es ganz dezidiert auf kleinteilige Schritte runterbrechen und tatsächlich empfehlen wir das auch, weil es dann klarer ist, weil klar ist, wenn ich sage, nee, das hat dem Chef letztes Mal nicht gefallen, worauf es sich bezieht. Deswegen hat Dieter hier zum Punkt Datenexport geschrieben, die Amtsleitung bevorzugt PDF und nicht Excel. Und so weiß jemand, der zum Beispiel vertretungshalber für Dieter einspringen muss, aha, wenn ich diesen Bericht erstelle, muss ich das noch in PDF umwandeln, weil die Amtsleitung das gerne so möchte. Heißt, in den Aufgabenkarten direkt da an den Dingen, die relevant sind, kann ganz viel Kommunikation erfolgen und sollte auch ganz viel Kommunikation erfolgen, weil es transparent ist. Alles, was hier hinterlegt ist, können andere, die zum Beispiel ad hoc reinspringen müssen, können sie sehen. Und in Dienstbesprechungen kann man dann auch mal so dieses Board hier aufrufen. Ne? Und hier sind ja überall diese Symbole, diese Zuordnungssymbole, die kleinen Mini-Fotos hinterlegt. Und ich könnte jetzt auch filtern und könnte sagen, zeig mir nur alle Aufgaben an, die Silke betreffen, also die mich betreffen. So, und dann reduziert sich die Anzahl schon. Und genau so kann ich das natürlich für alle Mitarbeitenden machen. Und
so haben wir es gemacht, pro Person durchgehen, was sind deine Aufgaben, was ist gerade hier in Bearbeitung. Wenn hier jemand 12 oder 20 verschiedene Dinge hat, dann könnte man auch sagen, na, vielleicht ist ein bisschen viel, vielleicht solltest du noch mal was zurückstellen davon. Oder wenn sich hier die zu erledigen Spalte für einzelne Kolleginnen und Kollegen wahnsinnig füllt, dann kann man auch da sagen, komm, wer kann da noch mal unterstützen, wer kann noch mal mit reinspringen und da noch ein paar Aufgaben abnehmen. Genau, das zum Thema Dienstbesprechungen und wie nutzen wir unsere Zeit sinnvoll. Alles, was hier in den Aufgabenkarten direkt an Informationen oder Wissen hinterlegt ist, muss eigentlich nicht nochmal extra kommuniziert werden. Auch so kann man ganz viel Zeit ersparen und auch Führungskräfte können jederzeit sich einen Überblick verschaffen, in welchem Bearbeitungsstand die einzelnen Themen sind. Gut, dann haben wir noch das Thema Retros. Macht man ja auch gerne mal in der Besprechung. Das heißt, so Rückblicke, wo sind wir? Wer agil arbeitet oder versucht, agil zu arbeiten, macht das vielleicht wöchentlich. Hier haben wir mal in einem Whiteboard so eine kleine Vorlage hinterlegt. Wenn ich jetzt sage, dieses Whiteboard bearbeiten, dann kann ich mir hier so ein Post-it schnappen und das beschreiben. Und so kann man auch in hybriden Teams, also wenn die Hälfte des Teams zum Beispiel im Homeoffice ist und die andere sitzt vor Ort im Büro, dann kann man über eine Videokonferenz halt auch so digital an Retrospektiven arbeiten oder an Zielfindungsworkshops. Auch dafür, nein, möchte ich jetzt gerade nicht speichern, haben wir hier eine kleine Vorlage oder auch etwas größere Vorlage gespeichert. So ein Zielsetzungsprozess zum Beispiel nach dem OKR-Prinzip, dass man sich Ziele setzt, das in Ergebnisse runterbricht und die Ergebnisse wiederum in einzelne Aufgaben runterbricht. Auch das alles kann man digital, also im Rahmen von einer Videokonferenz, die über Stackfield übrigens auch 100% DSGVO-konform ist, abbilden. So, und dann kann man das mit einer Retro verbinden. Das sind alles so Anwendungsbeispiele oder eine SWOT-Analyse, kennen Sie wahrscheinlich alle. Das kann man hier wunderbar machen und so auch ein bisschen effektiver und effizienter arbeiten, weil natürlich kann man es auch im Papier machen, an der Metaplanwand. Das Thema Metaplan hatten wir gerade in der Vorbesprechung, deswegen muss ich so schmunzeln. Der Vorteil, wenn man es gleich digital macht, ist es halt dokumentiert. Man muss es dann nicht nochmal abtippen oder fotografieren, man hat es direkt digital. Und wie gesagt, man kann es halt auch mit denen, die zu Hause am Bildschirm im Homeoffice sitzen, gemeinsam zeitgleich durchführen. Gibt es Fragen bis hierher, Christopher? Zu den Videokonferenzen ist tatsächlich eine Frage, und zwar, ob man da auch seinen Bildschirm teilen kann. Also nebenbei reingekommen, das kann ich vielleicht kurz erläutern. Ja, kann man. Wenn ich jetzt in einer Videokonferenz bin, kann ich entweder mein Video zeigen oder eben meinen eigenen Bildschirm freigeben. Und dann kann man eben auch zum Beispiel das Whiteboard zeigen und dann eben zusammen dieses Whiteboard gemeinsam zeitgleich bearbeiten. Ansonsten kam auch die Frage auf, weil wir gerade Videokonferenzen gezeigt hatten, kam das mehr, ob man Videokonferenzen auch mit Personen abhalten kann, die nicht in der Organisation aus Stackfield sind. Und ja, das ist der Fall. Ich kann einen Link, also zu dieser Videokonferenz, an externe Personen senden und die können dann auch ohne Stackfield-Account an der Videokonferenz teilnehmen. Soweit zu den Fragen. Genau, und Videokonferenzen wissen Sie wahrscheinlich, wenn Sie Stackfield kennen, kann man hier planen oder auch direkt starten. Gut, dann nächstes Kommunikationsthema. Wenn es im Team hier in unserem Referat Grünpflege Themen zu besprechen gibt, sei es fachlicher oder organisatorischer Art, bietet sich das Diskussionsmodul an. Das ist hier oben, in diesem Fall heißt es auch noch Diskussion, man kann es aber auch umbenennen, sehen wir nachher in einem anderen Raum noch. Und ich habe hier zum Beispiel ein Fachthema angelegt, wo neue gesetzliche Regelungen veröffentlicht wurden. Und habe hier den Link zum amtlichen Anzeiger. In Hamburg ist es die amtliche Anzeige hinterlegt, wo es dann nochmal nachgelesen werden kann. Und anstatt eine E-Mail zu schreiben, die in jedem einzelnen Postfach versackt, tut man das hier in dieses Tool, in Stackfield rein und es
bleibt da, solange es nicht geschlossen wird, also solange dieses Thema nicht geschlossen wird, und kann auch hier wieder kommentiert werden. Die Beschreibung kann ergänzt werden. Es kann darauf reagiert werden. Mein Kollege hat gesagt, alles klar, danke für den Hinweis, nehme ich auf in den nächsten Newsletter. Darauf habe ich reagiert und so. Also da ist ganz viel Interaktion möglich. Und für alle, die das ganz genau brauchen, wer wann was gesagt, geschrieben oder reagiert hat, kann man den Verlauf anzeigen. Und wenn man dann mit der Maus über diese Stundenanzeige geht, wird es nochmal konkretisiert. Und da steht dann, gestern Abend um 16:31 Uhr habe ich die Beschreibung hinzugefügt. Und das Thema gab es schon etwas länger. Also da kann man dann nochmal genau die vom System erzeugte Datum und Uhrzeit nochmal nachlesen. Genau das Gleiche gibt es als Umfrage. Ich kann über das Diskussionsmodul auch Umfragen erstellen. Hier habe ich mal eine erstellt, wie wir es mit der Referatsrunde dann halten wollen. Sollen wir es wöchentlich beibehalten oder ändern? Ich sage jetzt mal, 14-tägig würde mir auch reichen. Und in dem Moment, wo ich abstimme, so ist es voreingestellt, kann ich auch die Abstimmungsergebnisse der anderen sehen. So, das heißt, wenn man sich nicht so oft sieht im Büro und um alle persönlich zu fragen, wie findest du das und was hältst du von der Alternative, kann man das auch gut über Umfragen lösen. Genau, und sowas kann man natürlich auch schließen, ne? Also ich gehe nochmal auf die Umfrage, die ist momentan im Status offen. Wenn ich sage geschlossen, dann ist das Thema durch, dann kann auch niemand mehr auf die Umfrage antworten und dann wird sie quasi nicht gelöscht, aber geschlossen, kann noch angeschaut, aber nicht mehr bearbeitet werden. So ist es hier unten mit dieser Frage. Über die Label habe ich hier nochmal eine Unterscheidung reingebracht, sodass man das, wenn wir hier nicht nur 5, sondern irgendwann 50 Themen und Umfragen haben, dass man die dann nochmal besser sortieren kann. Dann kann man hier über die Filterfunktionen gehen und kann sagen, sortiere mir das nach Status. Dann trennt er zum einen die offenen von den geschlossenen Aufgaben oder sortiere das nach Label. Na, hier ist es jetzt relativ einfach und überschaubar noch, aber wenn es, wie gesagt, mehrere sind, kann das sehr hilfreich sein, die Filterfunktion da zu nutzen. Dann die Kommunikation in Aufgaben habe ich schon erklärt. Die Kommunikation zwischen zum Beispiel verschiedenen Projektleitungen oder in einem Team kann ja sein, dass es über dieses Diskussionsmodul und über die Kommentarfunktion in den Aufgaben hinaus noch weiteren Austauschbedarf gibt, der vielleicht, ich sag mal so, halb offiziell ist. Dafür kann man zum Beispiel Chatgruppen einrichten. Wir alle kennen das privat, auch von Messenger-Diensten. Ich würde behaupten, jeder ist in mindestens 1, 2, 3, 4 Gruppen drin, Familiengruppe, Weihnachtsessen, und wir kennen es alle. Und genau das gleiche Prinzip gibt es ja auch. Man kann Gruppen erstellen und da kann man sich halt fachlich als auch persönlich austauschen. Hier ist es jetzt die Gruppe für Projektleitung der Change-Projekte. Das ist dann natürlich eher fachlich orientiert. Und hier habe ich zum Beispiel mal gefragt, ob jemand Erfahrungen mit Change Management Assessments hat. Und da hat der Kollege Dieter geantwortet, ich kann hier auch externe fragen, sofern die freigegeben sind für diesen Raum und für den Chat, also sofern sie eingeladen sind, können auch natürlich Externe damit reden. Auch das ist eine sehr effiziente Form der Kommunikation, wenn man sich nicht persönlich sieht. Wie gesagt, ich gebe immer noch den persönlichen Austausch den Vorrang, weil da einfach noch ganz viel mehr an Interaktion mit transportiert wird als digital. Es sei denn, man macht Videokonferenzen, da kann man auch Mimik und Gestik erfassen. Aber die Art und Weise, wie wir arbeiten, verändert sich einfach immer mehr dahin, dass wir nicht zeitgleich am selben Ort sind. Insofern ist es gut, wenn wir digital viele Möglichkeiten haben, möglichst viel und transparent zu kommunizieren. Wenn es so ist, dass man
denkt so, oh, ich habe da neulich was gehört oder gelesen, ich weiß nicht mehr, wo das war. Also ich sage mal, ohne Stackfield, ohne so ein tolles All-in-One-Tool, besteht die Möglichkeit, okay, war es E-Mail? War es ein Umlauf, den du gelesen hast? Hat dir das jemand einfach erzählt? Oder hast du das in einem Vermerk vielleicht irgendwo gelesen? Oder. Also es gibt 1000 Möglichkeiten, wo man Informationen herbekommen kann. Und wenn man es nicht mehr erinnert, sucht man mitunter sehr lang. Wenn klar ist, okay, es war irgendwo ein Stackfield, aber ich weiß nicht mehr, wo es war, gibt es hier oben eine ganz tolle Suchfunktion. Die ist sehr leistungsstark, funktioniert übrigens auch über Chats, natürlich nur über Chats, in denen ich auch drin bin und nicht über die Chats meines Nachbarreferates, ist klar. Da kann man nach Stichworten oder nach ganzen Sätzen suchen und die Suche wirft einen dann aus, in welchem Raum, in welchem Chat, in welcher Aufgabenkarte dieses Wort oder diese Wortkombination vorkommt. Also die ist wirklich richtig klasse, kann ich sehr empfehlen. Testen Sie es gerne mal aus. Und noch ein Hinweis, genau, Stackfield gibt es natürlich auch als App. Ne? Also für alle, die auf Dienstreisen unterwegs sind, in der Bahn keinen Rechner dabei haben und so, kann man auch per App kommunizieren. Das ist am Handy naturgemäß ein bisschen kleiner alles, aber es geht. Es ist technisch möglich. Auch da kann man antworten, ja, finde ich gut, nein, finde ich nicht gut. Oder an Umfragen teilnehmen oder. Also geht auch alles in der mobilen Variante. Gibt es Fragen bis hierher? Hier fängt es jetzt gerade krass an zu regnen in Hamburg. Bei uns Ich glaube, scheint die ich Sonne bin über See. Hinweis. Kleiner Einwurf. Nee, genau. Es kam die Frage auf, ob man auch Gäste zu Gruppenchats hinzufügen kann. Ja, das ist der Fall. Und man kann wirklich beliebig diese Gruppenchats zusammenstellen. Das heißt, man muss nicht gemeinsam in einem Raum enthalten sein oder ähnliches, sondern das ist wirklich frei konfigurierbar, wie Sie das in diesem Fall jeweils möchten. Genau. Ansonsten sind wir im Chat aktiv. Gerne an Frau Saate oder mich die Fragen stellen nach wie vor. Dann können wir auch parallel dazu diese Fragen behandeln. Okay. Dann gehen wir weiter zum nächsten Thema. Das lautet Kommunikation innerhalb der Behörde. Also gerade waren wir innerhalb des Teams oder auch zwischen verschiedenen Funktionen, ne, in der Chatgruppe. Jetzt gucken wir mal auf die Behörde als Ganzes. So, da gibt es ja auch immer mal wieder Informationen und Wissen, was transportiert werden muss. Dafür habe ich hier bei uns im Landesamt einen allgemeinen Kanal angelegt, der heißt Landesamt intern. Und zwar ist die Organisation hier so konfiguriert, dass jeder, der neu in die Organisation kommt, weil neuer Mitarbeiter oder externe nicht, aber nur die Mitarbeitenden, automatisch in diesen Kanal kommen. Das ist quasi so eine Zwangsmitgliedschaft. Natürlich kann man rausgehen aus dem Kanal proaktiv, gar keine Frage, aber das ist so die Rohrpost von 2024, um bei den Umfragebegrifflichkeiten zu bleiben. Hier ist jeder automatisch drin. Und das ist ein Kanal, ein Raum, eine Möglichkeit, wo die Behörde als Ganzes, meistens gibt es ja so eine Art Zentralabteilung, Informationen bereitstellen kann. Da haben wir zum einen mal hier die Dokumente. Sie sehen, diese Module hier oben heißen ein bisschen anders als in dem Grünpflegeraum, den wir vorher gesehen haben. Das liegt daran, dass ich sie schlicht und ergreifend umbenannt habe, weil es mir hier so passender erschien. Und hier im Dokumente-Modul, was das Dateienmodul ist, habe ich mal 3 verschiedene Ordner angelegt. Hier zum Beispiel für Dienstanweisungen, als nur Beispieldateien. Ne? Man kann Word, Excel, PDF, Bilder, Links, alle quasi Dateiformate hier hinterlegen. Dann können hier Rundschreiben der Zentralabteilung zum Beispiel hinterlegt werden. Hier die Studie Bleibebarometer öffentlicher Dienst, übrigens sehr interessant, kann ich empfehlen als Lektüre. Und ansonsten werden hier alle Dateien abgelegt, die irgendwo in diesem Raum entweder an einer Aufgabenkarte hängen oder an einem Termin hängen oder in einer Chatnachricht hängen. Die werden hier abgelegt. Wobei bei Chatnachrichten, Christopher, ist das, glaube ich, noch ein bisschen anders. Ne? Wenn die Chats privat sind, dann werden die Dateien hier nicht gespeichert, richtig? Das ist richtig. Also wenn du natürlich die Direktnachrichten nutzt,
dann wird die Datei nur innerhalb dieser direkten Nachricht gespeichert und ist dann quasi unabhängig vom Landesamt intern, also diesem Raum, den du gerade zeigst. Okay, genau. So, also das ist, wie gesagt, dieses Dateienmodul eine Möglichkeit, Dokumente zu hinterlegen, die für alle relevant sind. Und dann kann jeder in seinem Tempo entscheiden, wann lese ich das, wann passt es mir rein und hat nicht 30 Umlaufmappen mit Umläufen, die man abzeichnen muss auf seinem Schreibtisch. So, also das ist so eine Art Hohlschuld an der Stelle auch. Ich habe hier nochmal so versucht, ein Mini-Intranet nachzubauen. Das ist wirklich jetzt sehr rudimentär. Es geht nur darum, das Prinzip einmal zu verdeutlichen. Und zwar ist das Seitenmodul. Das habe ich umbenannt in Intranet, weil es für mich die Funktion eines Intranets erfüllt. Und zwar kann man hier zum Beispiel, auch hier kann man Bekanntmachungen veröffentlichen oder kleine Arbeitshinweise, wie man Fachanwendungen leichter bedienen kann, was auch immer. Hier kann man zum Beispiel auch das Referat vorstellen. Sowas wird ja gerne auch im Intranet gemacht, neben Organigrammen, dass man einfach die anderen Personen vorstellt. Das kann dann hier bearbeitet werden vom Team und aktualisiert werden, ergänzt werden, wenn neue Mitarbeiter hinzukommen. Oder Öffnungszeiten habe ich hier auch noch irgendwo. Öffnungszeiten zentraler Service-Einheiten, also so ganz zentrale Informationen, die für alle relevant sind, die sonst irgendwo in irgendwelchen Ordnern, im Filesystem vielleicht oder im Intranet tatsächlich hinterlegt sind. Oder sowas, wann ist asynchrone Kommunikation sinnvoll? Die Tabelle hatten wir heute schon mal, nur in einer anderen Farbe. Genau, das ist, wie gesagt, das Seitenmodul. Auch hier kann man durch Ordner so eine gewisse Struktur herstellen, Dinge clustern und sortieren, damit es übersichtlich bleibt. Dann haben wir auch hier das Diskussionsmodul. Und hier habe ich das jetzt schon mal vorgefiltert in verschiedener, wie sagt man, Mehrzahl von Status jedenfalls. Die offenen Diskussionen, die zurückgestellten und die geschlossenen Diskussionen. Ich könnte die geschlossenen auch ausblenden, wenn die so uralt sind, dass sie keinen mehr interessieren, ist das auch möglich. Und hier zum Beispiel hat die Personalabteilung eine interne Stellenausschreibung veröffentlicht mit so erstmal ganz wenigen Informationen, aber das Ausschreibungsdokument ist beigefügt, sodass jeder, der möchte, sich das anschauen kann und dann entsprechend sich an die Personalabteilung oder an den oder die Vorgesetzten wenden kann. Hier habe ich 2 Themen mit der Überschrift Forum Zusammenarbeit. Das heißt, man kann auch Foren einrichten, also virtuelle Foren, mit der Frage, wollen wir eine Dutzkultur einführen in der Behörde? Und dann kann das hier auch wieder ganz klassisch über die Kommentarfunktion kommentiert werden. Wem das zu umständlich ist, hat der Kollege hier schon angemerkt, mach doch einfach eine Umfrage dazu. Ich so, ja, keine schlechte Idee, machen wir eine Umfrage dazu. Habe ich auch gemacht. Bisher hat noch keiner angekreuzt, also mitgemacht. Wenn ich jetzt sage, finde ich gut, dann kann ich nur meine eigene Stimme sehen und die anderen halt erst, wenn die Umfrage vorbei ist, beziehungsweise wenn ich als Umfrageorganisator die schließe. Also wie gesagt, auch hier wieder Themen und Diskussionen als 2 Möglichkeiten, Kommunikationen zu betreiben. Menschen können proaktiv da reingehen. Die Softwareverteilung ist ja auch so ein Klassiker, ne? So Ankündigungen, Achtung, Achtung, neues Software-Update wird auf die Rechner aufgespielt. Genau, auch sowas kann man hier hinterlegen. Silke, darf ich ganz kurz einhaken? Natürlich. Und zwar Ja. kam die Frage, wie man definieren kann oder ob man zunächst einmal definieren kann, ob verschiedene Personen Moderatorenrechte haben, also bestimmen kann, wer Themen jetzt zum Beispiel bei den Diskussionen löschen, zurückstellen oder schließen darf. Das kann ich vielleicht direkt beantworten. Ja, das geht. Wir haben nämlich verschiedene Rechtegruppen innerhalb der Räume. Das heißt, darüber kann man genauer definieren, wer jetzt zum Beispiel neue Diskussionen erstellen darf, ob gewisse Personen vielleicht nur darauf kommentieren dürfen. Die Silke zeigt es gerade sehr schön, ist an die Raumeinstellungen gewechselt.
und hat dort den Reiter Rechte Gruppen aufgerufen. Und anscheinend hast du schon Landesamt intern als rechte Gruppe erstellt. Ja, habe ich. Und das kann ich gerne kurz an dich übergeben. Genau, ich habe hier eine neue Rechte-Gruppe erstellt, weil das ist ja der allgemeine Kanal, wo alle aus der ganzen Behörde drin sind. Und ich möchte nicht, dass da irgendjemand Schindluder betreibt und da absichtlich oder unabsichtlich irgendwelche Sachen von anderen löscht. Deswegen habe ich hier eine neue Rechte-Gruppe eingerichtet und habe zum Beispiel gesagt, bei den Seiten kannst du löschen nur die von dir erstellten Inhalte. Oder im Kalender nur die von dir erstellten Termine kannst du löschen. Ne? Oder das Gleiche gilt für Aktualisieren. Das kann man halt individuell pro Modul jeweils die Einstellung festlegen, wer was können darf in so einem Modul. Ich finde, gerade in so allgemeinen Kanälen macht das total Sinn. Genau. Und noch eine kurze Frage im Anschluss. Und zwar kam die Frage, ob man Aufgaben archivieren kann oder ausblenden kann, wenn diese länger schon erledigt sind. Ja, das ist möglich. Das können wir auch mit allen weiteren Elementen machen. Wenn die mehr benötigt werden, zum Beispiel auch bei den Diskussionen, können wir die einfach archivieren. Und Silke, du kannst gerne mal kurz zeigen, wie das geht, mit einem Rechtsklick drauf vielleicht. Ja, ich muss also mal gucken, ob das hier. Ah ja, hier geht es auch, weil die Aufgabenmodule habe ich hier nämlich gar nicht. Genau, gehe ich auf Archivieren und dann findet man dieses Thema nur noch im Archiv. Die globale Suche durchsucht aber auch das Archiv. Also das nochmal zur Ergänzung. Ich kann sie aber auch wieder herstellen, also wieder reaktivieren sozusagen. Geht auch. Genau. Hat den großen Vorteil, nicht mehr benötigte Inhalte sind nicht mehr im Raum enthalten. Macht ganz ein bisschen übersichtlicher, aber dennoch, wie du schon gesagt hast, kann man jederzeit wieder drauf zugreifen. Vielen Dank soweit. Genau. So, und als letzte Form, Kommunikation ein bisschen digitaler und effizienter zu gestalten, habe ich hier ein schwarzes Brett installiert. Das kann auch Aushang heißen oder wie auch immer. Das, was man halt sonst ja, in analoger Form vielleicht macht. Und ich habe hier mal so ein Mini gesucht, gefunden, eingerichtet. Auch hier kann man, wenn ich jetzt sage, dieses Whiteboard bearbeiten, dann öffnet sich hier links diese Leiste und ich kann mir ein Post-it nehmen und kann hier mein Angebot oder mein Gesuch dazu nehmen. Bei solchen Sachen ist es immer gut, wenn das ein bisschen moderiert wird. Das heißt, wenn jemand zuständig ist und das auch mal durchguckt, ob da uralt Sachen drin sind und die dann vielleicht rausnimmt. Genau, so ist es ja mit den Aushängen, mit den schwarzen Brettern in analog tatsächlich auch. Die sind ja auch in der Regel betreut von einer bestimmten Einheit. Und das, wie gesagt, kann man auch digital abbilden, weil ich glaube, sogar der Hausmeister in einer Behörde hat einen PC-Arbeitsplatz, auch wenn der nicht den ganzen Tag da dran ist. Aber inzwischen hat, glaube ich, so ziemlich jeder die Möglichkeit, und sei es am Handy, auf digitale Informationen zurückzugreifen. Gut, mit Blick auf die Uhr, es sei denn, du hast noch Fragen. Ansonsten, Christopher, würde ich auf den nächsten Punkt übergehen. Ich glaube, wir können gerne fortfahren mit Blick auf die Uhr. Wir beantworten parallel noch ein paar Fragen im Chat. Das passt soweit. Alles klar. Unser dritter und letzter Punkt für heute sind Kommunikationsregeln. Sie können sich vorstellen, dass wenn wir über so ein Kollaborationstool wie Stackfield interagieren, macht es Sinn, das ein bisschen zu regeln. So. Und dafür habe ich im Intranet, im Seitenmodul, eine Seite erstellt und habe die Kommunikationsregeln hier hinterlegt. Man kann es theoretisch auch als Dokument erstellen, ist jedem freigestellt. Die Seiten haben halt den Vorteil, dass es dann noch ein bisschen intuitiver ist, da gemeinsam dran zu arbeiten. So in Dokumenten muss man die auschecken und dann wieder einchecken. Geht alles auch, aber ich finde Seiten, wenn es um Zusammenarbeit geht, noch ein bisschen, ja, einfach netter. So, und hier habe ich mal so Kommunikationsregeln aufgeführt, ist alles nur beispielhaft, also nehmen Sie es nicht, wie soll ich sagen, als die Kommunikationsregeln zum Umgang mit Stackfield, aber hier ist wirklich tatsächlich schon ganz viel Wichtiges und Richtiges dabei, dass man den richtigen Kanal für den richtigen Zweck verwenden soll,
dass man die Aufgabenkarten immer aktuell halten soll und so weiter. Ich scroll das hier jetzt mal so langsam nach unten durch. Es ist wirklich viel Text, aber einfach nur als Informationen in dem allgemeinen Kanal, wo jeder drin ist und sich das jeder durchlesen kann, so ein bisschen die Etikette und die Rules für den Umgang mit Stackfield und für die digitale Kommunikation. Hier habe ich noch was rot markiert, worauf ich noch hinweisen möchte. Ich habe das Landesamt, die Organisation so konfiguriert, dass Nachrichten und Kommentare nicht nachträglich geändert werden können. Da gibt es unterschiedliche Einstellungen, dass man zum Beispiel eine Minute nach Absenden eines Kommentars das noch ändern kann. Ich habe es jetzt hier komplett ausgestellt, weil ich möchte Verbindlichkeit herstellen. Das heißt, wenn jemand einen Kommentar oder eine Nachricht geschrieben hat, dann ist sie in der Welt. Und dann ist sie für jeden sichtbar und kann auch nicht nachträglich geändert werden. Also ich kann dann nicht aus einer Kostenschätzung von 10.000 Euro auf einmal 100.000 Euro machen, indem ich einfach noch eine Null dranhänge. Das geht nicht. Da muss ich schon eine neue Nachricht schreiben und sagen, sorry, habe ich vertan, sind 100.000 Euro. So, das schafft Transparenz. Ne? Da kann niemand sagen, wieso, ich habe 10.000 gelesen und der eine Minute später gelesen hat, da sagen, nee, da steht doch 100.000. So, das finde ich sehr praktisch, kann und muss aber jede Organisation für sich entscheiden. Und das hier ist so ein systemseitiger Klassiker, dass wenn Seiten, Whiteboards oder Dokumente geändert werden, dass dann eine neue Version erstellt wird, habe ich eingangs auch schon erläutert, sodass man dann immer nachvollziehen kann im Zeitablauf, wie hat sich dieses Dokument entwickelt. Ne, wenn ich ein Word-Dokument überschreibe, dann ist die alte Version unwiederbringlich weg. Aber hier werden die ganzen Versionen gespeichert. Genau. Das zum Thema Kommunikationsregeln. Gibt es Fragen? Lass mal ganz kurz nachschauen. Ich glaube, das meiste im Chat diskutiert. Wir haben jetzt gerade nicht zu diesem Thema genau, aber ich melde mich gleich wieder, sobald neue Fragen dazu aufkommen. Alles klar. Dann würde ich zurück in die Präsentation gehen und wir kommen schon zur Zusammenfassung. Hier nochmal unsere verschiedenen Kommunikationskanäle. Das Stackfield, das Digitale alles abdecken kann, das glaube ich klar. Umläufe nur bedingt, deswegen habe ich es in Klammern gesetzt, also Zeitschriftenumläufe. Ne? Wenn ich eine Zeitschrift habe, ist die halt haptisch, dann werde ich die nicht einscannen, um sie ins Stackfield loszuschicken, ist auch klar. Aber einige Umläufe halt, die sowieso digital erzeugt werden in der Behörde oder in der Organisation, die kann man durchaus auch über Stackfield verbreiten. Schwarze Bretter und Aushänge habe ich gezeigt. Die Briefpost, die von außen reinkommt, da können wir halt nicht viel machen. Aber so Post-its, ne? Wenn ich meinem Kollegen, der gerade in der Mittagspause ist, Klebezettel auf seinen Schreibtisch klebe und sage, Herr XY hat angerufen, kann ich das auch genauso gut ins Stackfield machen und ihm eine Direktnachricht schicken. Oder wenn es um Aufgaben geht, in die Aufgabenkarte reinschreiben, dass Frau Müller kommt morgen leider nicht zur Sitzung. So, ne? Und dann weiß es nicht nur mein Kollege, sondern es weiß jeder, der in die Aufgabenkarte reinschaut. Also Stackfield kann da ganz viel abnehmen. Hier nochmal zusammengefasst, was man besser oder effizienter machen kann. Die Durchsuchbarkeit von analoger Kommunikation ist klar, haben wir nicht. Da sind wir auf unser Gedächtnis angewiesen und bei Stackfield kann ich wirklich bis in die letzte Ecke sozusagen alles durchsuchen und ich kann durch Entschuldigung, sinnvolle Strukturen da ganz viel Übersichtlichkeit herstellen. Ich habe nicht mehr die E-Mails, wo nur ich rankomme, was in meinem Postfach versauert und dann vielleicht noch ein Teams, dann habe ich ein Skype für die Videokonferenzen und ich habe hoffentlich keinen WhatsApp-Chat mit meinen Kollegen für dienstliche Sachen. So, Stackfield hat alles in einem und es ist alles sicher, egal ob Videokonferenz oder Chatnachrichten. Da muss man sich keine Gedanken machen. Intransparente Kommunikation per E-Mail haben wir nicht mehr.
Das heißt, wenn Vertretungssituationen oder Ad-hoc-Situationen entstehen, kann jeder jederzeit in die Aufgaben reinspringen und gucken, aha, wie ist der letzte Stand, wenn sie dann hoffentlich gepflegt sind natürlich. Das heißt, die Transparenz ist ein ganz, ganz großer Effizienzgewinn durch so ein Tool tatsächlich. Wir müssen nicht mehr alle Informationen synchron weitergeben, sondern schauen Sie, was ist wirklich wichtig, dass ich in Person weitergebe, weil ich ganz viel von meinem Wissen mitvermittle, weil ich interagieren will, weil ich auf der Mimik- und Gestikspur was transportieren will und was sind wirklich pure Informationen ohne Bewertung, die jeder auch digital lesen kann. Wenn wir da mehr hinkommen in der Verwaltung, dann sparen wir schon tatsächlich enorm viel Zeit. Und gute Kommunikation ist kein Selbstläufer zum Schluss. Das ist so, das darf geübt werden und dafür bringen Regeln ein bisschen Orientierung und Klarheit. Außerdem ist Stackfield DSGVO-konform, habe ich schon mehrfach erwähnt heute. Es gibt eine einfache Rechteverwaltung. Wir sind kurz reingesprungen in die Rechtegruppe. Die App habe ich erwähnt, das Learning Center und den Support habe ich noch nicht erwähnt. Außerordentlich gut. Alle, die schon mal mit Stackfield gearbeitet und den Support genutzt haben, werden das bestätigen können. Die Jungs und Mädels sind wirklich Oberweltklasse und reagieren innerhalb von 5 Minuten in der Regel. Und wer jetzt neugierig geworden ist und Lust hat, das mal auszutesten, es gibt eine kostenfreie 14-tägige Testphase. Gibt es Fragen? Kann ich was trinken? Kann etwas trinken. Genau, es gibt tatsächlich noch Fragen. Und zwar ein Thema, was aufgekommen ist das Thema Benachrichtigungen. Weil wir haben uns jetzt viele Änderungen oder viele Möglichkeiten angeschaut, wie man auf Stackfield kommunizieren kann, ist die Frage aufgekommen, wie können wir das übersichtlich halten mit den Benachrichtigungen, ohne mit Informationen überflutet zu werden, per E-Mail etc. Gibt es Möglichkeiten, das zu definieren oder einzustellen? Möchtest du oder soll ich? Gerne übernehmen. Das Benutzerkonto ist ja dort ein guter Punkt, um sich auszutun. Ich teile gerade nochmal meinen Bildschirm. Kann man das sehen? Ja, ne? Ja. Ich bin nochmal zurückgesprungen ins Grünpflegereferat. Und zwar kann man sich auch an Nachrichten erinnern lassen. Hier hat ja zum Beispiel der Kollege Dieter gesagt, bitte kein Excel, sondern PDF. Und ich kann sagen, erinnere mich daran. Ich muss morgen diesen Bericht erstellen und ich will es nicht vergessen, also schick mir bitte morgen eine Erinnerung. Und dann speichert Stackfield das und morgen um 14:51 Uhr ploppt es dann bei mir auf, sagt, Achtung, Dieter hat gesagt, ja, mach's als PDF und nicht als Excel. Also man kann sich an Aufgaben erinnern lassen, an Termine selbstverständlich, an Nachrichten, auch an Chat-Nachrichten. Habe ich was vergessen? Ich glaube, das waren die wichtigsten Dinge, sodass man da sich selber und seinen Arbeitsplatz, wie man es braucht, organisieren kann. Genau. Und für die üblichen Benachrichtigungen kann man sich im Benutzerkonto einstellen, über welchen Weg man informiert werden möchte, sei es per E-Mail, per Desktop-Notifications oder Mobile Notifications. Es kam parallel auch die Frage auf, ob es eine App für den PC gibt. Ja, das ist der Fall. Wir haben eine Windows-Applikation und für macOS auch eine Applikation. Die nutzen dann natürlich die ganz normalen Desktop-Benachrichtigungen in dem Zusammenhang auch. Also man hat weitreichende Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass man jetzt nicht parallel auf Stackfield kommuniziert und nochmal alle Informationen dann im E-Mail-Postfach hat, sondern man kann wirklich fein granular definieren, worüber man informiert werden möchte und auch über welche Wege tatsächlich. Gut. Dann haben wir noch den Hinweis auf unsere nächsten Webinare. Genau, und zwar haben wir am 10. Oktober um 14 Uhr ebenso ein Webinar zum agilen Arbeiten in der öffentlichen Verwaltung und auch ein besonderer Hinweis auf das Webinar am 21.10. Und zwar werden wir dort Best Practices für Projektmanagement-Behörden aufzeigen. Und das Besondere ist da, dass 2 Kommunen teilnehmen werden. Die werden einmal aufzeigen, wie sie Stackfield aktuell einsetzen, Tipps und Tricks geben. Darauf freue ich mich tatsächlich auch sehr. Alles klar. Dann hier nochmal unsere Kontaktdaten. Und hier nochmal unsere Gesichter. Genau, vielleicht auch ganz wichtig, falls Sie Themenwünsche haben für zukünftige Webinare, jederzeit sehr gerne bei uns melden. Wir orientieren uns wirklich sehr gerne an den Wünschen unserer Teilnehmer und Teilnehmerinnen, um auch wirklich sinnvollen Input zu geben. Und dementsprechend jederzeit gerne bei uns melden, sei es per E-Mail, Telefon oder Live-Chat.
Silke oder Sekra schon erwähnt, die Kollegen freuen sich jederzeit darüber, kontaktiert zu werden und helfen da schnell weiter. Und ansonsten würde ich sagen, viel Freude mit Stackfield. Gerne testen, gerne weiter nutzen. Und genau, da kommt gerade parallel die Frage rein. Auf der Übersichtsseite von den Webinaren ist die Anmeldung schon möglich. Ich poste gleich den Link im Chat. Vielleicht noch eine Minute da bleiben. Und ansonsten vielen Dank für die Zeit. Danke fürs Zuschauen. Genau, der Link zur Anmeldung kommt gleich noch im Chat. Das macht Christopher gleich noch. Genau, das kommt gleich. Eine Sekunde. Ja. So, Copy-Paste. Heute mal So viel Zeit muss sein. So. Genau, auf der Seite hier ist es. Klasse. Herzlichen Dank. Ja. Und bis bald. Herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.